Shadowing. Die geheime Technik für fließendes Deutsch. Viele Deutschlernende kennen die Situation. Sie verstehen Wörter beim Lesen, erkennen Sätze beim Hören, aber wenn sie selbst sprechen sollen, klingt es stockend und unsicher. Hier setzt eine Technik an, die von Sprachprofessoren, Dolmetschern und Polyglotten auf der ganzen Welt genutzt wird. Shadowing. Was bedeutet Shadowing? Ganz einfach. Du hörst einem Muttersprachler zu und sprichst gleichzeitig mit. Nicht danach, nicht Minuten später, sondern fast im selben Moment. Du folgst dem Schatten des Sprechers, deshalb der Name. Warum ist das so effektiv? Weil es dein Gehirn zwingt, auf mehreren Ebenen gleichzeitig zu arbeiten. Dein Ohr hört die Wörter. Dein Mund formt die Laute. Dein Gehirn verbindet Klang, Bedeutung und Aussprache in Echtzeit. Im Gegensatz zu normalem Nachsprechen trainierst du beim Shadowing Tempo, Rhythmus und Intonation. Du lernst, wie Muttersprachler wirklich sprechen, nicht nur, wie die Wörter isoliert klingen. Die Methode wirkt intensiv, fast wie ein Sprachworkout. Am Anfang ist sie anstrengend, aber genau das macht sie so wirkungsvoll. Stell dir vor, du hörst: Guten Morgen, wie geht's dir? Beim Shadowing sprichst du es sofort nach, gleichzeitig, ohne zu warten. Dein Mund muss die Wörter so schnell formen, wie dein Ohr sie hört. Dadurch verschwindet die Lücke zwischen Verstehen und Sprechen. Shadowing ist mehr als Nachahmung. Es ist ein direkter Weg, deine Zunge, dein Ohr und dein Gehirn auf Deutsch zu synchronisieren. Warum wirkt Shadowing so stark? Die Antwort liegt in der Art, wie unser Gehirn Sprache verarbeitet. Normalerweise läuft der Lernprozess so: Du hörst etwas, du denkst darüber nach, dann sprichst du es nach. Das dauert Sekunden und in echten Gesprächen ist es zu langsam. Beim Shadowing überspringst du den Umweg. Du hörst und sprichst sofort. Dein Gehirn wird gezwungen, Klang und Bewegung gleichzeitig zu koordinieren. Forscher nennen das simultane Aktivierung. Gehör, Sprachzentrum und Motorik arbeiten parallel. Das Ergebnis: Deine Reaktionsgeschwindigkeit steigt. Dein Mund gewöhnt sich an die richtige Aussprache. Dein Ohr erkennt schneller Muster und Intonation. Ein weiterer Effekt: Shadowing reduziert das mentale Übersetzen. Viele Lernende denken noch: Wie sage ich das auf Deutsch? Beim Shadowing bleibt dafür keine Zeit. Du musst direkt reagieren und genau dadurch lernst du, in der Zielsprache zu denken. Auch Dolmetscher nutzen Shadowing, um ihr Gehirn zu trainieren. Sie wissen, nur wer gleichzeitig hören und sprechen kann, bleibt im Gespräch flüssig. Merke dir, Shadowing ist wie ein Muskeltraining fürs Gehirn. Am Anfang fühlt es sich überfordernd an, aber mit jeder Übung wirst du schneller, flüssiger, natürlicher. Du trainierst nicht nur dein Vokabular, du trainierst die Fähigkeit, Deutsch in Echtzeit zu benutzen. Viele Lernende glauben, Shadowing sei einfach Nachsprechen. Doch es gibt einen entscheidenden Unterschied. Und genau dieser Unterschied macht die Methode so wirksam. Nachsprechen, Repetition. Du hörst einen Satz, stoppst das Audio und sprichst ihn danach nach. Das ist nützlich, aber es bleibt passiv. Du hast Zeit nachzudenken, die Wörter zu formen und die Aussprache zu planen. Im echten Gespräch gibt es diese Pause nicht. Shadowing. Du hörst den Satz und sprichst gleichzeitig mit. Nicht erst danach, sondern fast im selben Moment. Das bedeutet, dein Mund muss arbeiten, während dein Ohr noch hört. Du denkst nicht lange, du reagierst sofort. Das trainiert 3 entscheidende Fähigkeiten. 1. Tempo.
Dein Mund lernt, Wörter im natürlichen Rhythmus zu formen. 2. Intonation. Du übernimmst automatisch die Sprachmelodie des Muttersprachlers. 3. Flüssigkeit. Du reduzierst die typischen Pausen und Ähms, die beim Sprechen entstehen. Ein Beispiel. Nachsprechen. Audio: Ich wohne in Berlin. Pause: Du: Ich wohne in Berlin. Shadowing. Audio: Ich wohne in Berlin. Du sprichst gleichzeitig mit Ich wohne in Berlin. Am Anfang wirkt es chaotisch. Manchmal verschluckst du Wörter oder bist zu langsam. Aber genau darin liegt das Training. Dein Gehirn passt sich an, bis es mithalten kann. Der Unterschied ist derselbe wie zwischen Joggen auf dem Laufband und Sprinten auf der Straße. Beides ist Sport, aber nur eines bereitet dich auf die echte Situation vor. Viele Lernende sind motiviert, Shadowing auszuprobieren, doch sie starten mit falschem Material und geben schnell auf. Damit dir das nicht passiert, hier die wichtigsten Tipps, wie du richtig anfängst. Schritt 1: Wähle kurzes Material. Starte nicht mit einem 30-minütigen Podcast. Nimm Clips von 30 Sekunden bis 2 Minuten. Das reicht, um dich zu fordern, ohne dich zu überlasten. Schritt 2: Klarheit der Aussprache. Am Anfang wähle Sprecher, die relativ deutlich reden, Nachrichten, Lernpodcasts oder Interviews. Später kannst du zu schnelleren und umgangssprachlicheren Quellen wechseln. Schritt 3: Kopfhörer benutzen. Mit Kopfhörern hörst du den Klang viel präziser und kannst deine eigene Stimme gleichzeitig besser kontrollieren. Schritt 4: Aufwärmen. Wie beim Sport, mach dich locker. Sprich ein paar einfache Sätze, lies einen kurzen Text laut, um Mund und Zunge vorzubereiten. Schritt 5: Einstellung der Haltung. Stell dich gerade hin oder sitz aufrecht. Atme tief. Shadowing ist anstrengender als normales Sprechen. Dein Körper sollte entspannt und aktiv sein. Ein Beispiel zum Einstieg: Nimm einen kurzen Nachrichtenausschnitt. Hör ihn einmal komplett. Dann starte das Shadowing, sprich direkt mit, auch wenn du Wörter verpasst. Wichtig: nicht stoppen, nicht zurückspulen. Dein Ziel ist, im Fluss zu bleiben. Mit der Zeit gewöhnst du dich daran. Dein Ohr wird schneller, dein Mund flexibler, dein Gehirn mutiger. Merke: Der perfekte Start ist kurz, klar, machbar. Wenn du dich Schritt für Schritt steigerst, wirst du Shadowing bald wie ein Sprachworkout genießen. Jetzt, wo du weißt, wie du startest, lass uns eine typische Shadowing-Übung gemeinsam durchgehen. Folge diesen Schritten und schon nach ein paar Tagen wirst du Fortschritte merken. Schritt 1: Audio wählen. Wähle einen kurzen Ausschnitt von 30 Sekunden bis 2 Minuten. Am besten etwas, das dich interessiert. Nachrichten, ein Podcast, ein Dialog. Schritt 2: Einmal zuhören. Hör dir das Material einmal konzentriert an, ohne mitzusprechen. Achte auf den Rhythmus, die Stimmung, die Geschwindigkeit. Schritt 3: Shadowing starten. Spiele das Audio erneut ab und sprich sofort mit. Wichtig: Warte nicht auf eine Pause, sondern sprich gleichzeitig. Selbst wenn du Wörter verpasst, bleib im Fluss. Schritt 4: Mehrfach wiederholen. Mach die Übung 3 bis 5 Mal. Beim ersten Mal stolperst du vielleicht. Beim dritten Mal bist du schon flüssiger. Beim 5. Mal klingt es fast synchron. Schritt 5: Variation einbauen. Manchmal kannst du dich auf die Aussprache konzentrieren, manchmal auf den Rhythmus oder auf einzelne Wörter, die dir schwerfallen. Jede Wiederholung trainiert einen anderen Aspekt. Schritt 6: Kurze Reflexion. Frag dich: Welche Wörter waren schwer? Wo war ich zu langsam? Schreib dir 2 bis 3 Beobachtungen auf. So erkennst du deinen Fortschritt klarer.
Eine Session dauert nur wenige Minuten, aber sie wirkt intensiv wie ein Sprachtraining im Fitnessstudio. Tipp: Lieber täglich 5 Minuten Shadowing als einmal pro Woche 30 Minuten. Die Regelmäßigkeit bringt den Effekt, nicht die Länge. Einer der größten Vorteile von Shadowing ist seine Flexibilität. Du kannst die Methode mit fast jedem Audio anwenden. Hauptsache, es ist authentisches Deutsch. Je mehr Abwechslung, desto stärker trainierst du dein Ohr und deine Zunge. Podcasts. Ideal für Alltagsthemen. Hier hörst du natürliche Sprache in einem entspannten Tempo. Wähle Episoden, die dich interessieren. So bleibst du motiviert. Nachrichten. Sprecher reden klar, aber schnell. Perfekt, um dein Tempo und deine Aussprache zu trainieren. Zudem lernst du Vokabeln aus Politik, Kultur und Gesellschaft. Serien und Filme. Hier bekommst du echte Umgangssprache, Slang und Emotionen. Am Anfang schwer, aber extrem wertvoll. Schattenhafte Dialoge mit Schauspielern helfen dir, lebendige Sprache zu üben. Audiobooks, Hörbücher. Die Sprache ist deutlicher als in Serien, aber trotzdem natürlich. Ideal, um längere Passagen zu üben und deinen Rhythmus zu stabilisieren. YouTube-Videos. Vlogger, Interviews, Straßenumfragen, hier hörst du, wie echte Menschen reden. Oft kurz und abwechslungsreich, also perfekt fürs tägliche Training. Songs. Ja, sogar Musik kann für Shadowing nützlich sein. Besonders Balladen oder langsamere Texte helfen dir, Aussprache und Intonation zu üben. Das Ziel ist, verschiedene Materialien im Wechsel zu nutzen. So gewöhnst du dich an unterschiedliche Stimmen, Geschwindigkeiten und Stile. Tipp: Für Anfänger Nachrichten, Lernpodcasts, Hörbücher. Für Fortgeschrittene Serien, YouTube, Musik. Je vielfältiger dein Material, desto flexibler wirst du in echten Gesprächen. Shadowing ist wie ein Training mit wechselnden Übungen. Mal trainierst du Kraft, mal Ausdauer, mal Geschwindigkeit und am Ende wirst du rundum stärker im Sprechen. Shadowing fühlt sich am Anfang oft chaotisch an. Man spricht gleichzeitig mit, stolpert über Wörter und denkt, das bringt doch nichts. Doch genau hier ist es wichtig, den Fortschritt bewusst zu messen. Sonst übersieht man die kleinen Erfolge. Fortschritt messen. Aufnahme machen. Nimm dich in der ersten Woche beim Shadowing auf. Wiederhole das nach einem Monat. Der Unterschied in Aussprache und Flüssigkeit wird dich überraschen. Wortschatz zählen. Achte darauf, wie viele Wörter oder Phrasen du automatisch mitsprichst. Am Anfang vielleicht nur wenige, später fast ganze Sätze. Tempo vergleichen. Wähle dasselbe Audio in verschiedenen Abständen. Mit der Zeit merkst du, du bleibst immer länger synchron. Motivation erhalten. Kurze Sessions statt Marathon. Schon 5 bis 10 Minuten Shadowing pro Tag sind wertvoller als seltene, lange Einheiten. Kleine Schritte halten die Motivation hoch. Lieblingsmaterialien nutzen. Wähle Audios, die dich wirklich interessieren. Ein Podcast, ein Song, ein YouTube-Video. Freude ist der beste Motor. Fortschritte feiern. Mach dir bewusst, wenn du einen Satz flüssig mitsprichst oder eine schwierige Passage endlich schaffst. Diese Momente sind dein Antrieb. Ein wichtiger Punkt: Fortschritt beim Shadowing ist nicht immer sofort sichtbar. Oft merkst du erst in echten Gesprächen, wie viel flüssiger du sprichst oder wie schnell Wörter auf der Zunge liegen. Das ist der stille Beweis, dass die Technik wirkt. Fazit: Halte deine Fortschritte fest, mit Aufnahmen, Notizen oder kleinen Tests. So bleibst du motiviert und siehst schwarz auf weiß, dass dein Training dich Schritt für Schritt sicherer macht. Shadowing ist eine kraftvolle Technik, aber nur, wenn man sie richtig einsetzt.
Viele Lernende geben zu früh auf, weil sie unbewusst typische Fehler machen. Hier sind die häufigsten Fallen und wie du sie vermeidest. Fehler 1: Zu schnelles Starten. Viele beginnen sofort mit komplizierten Podcasts oder schnellen Serien. Das überfordert und führt zu Frust. Lösung: Starte mit langsameren, klaren Audios, steigere dich Schritt für Schritt. Fehler 2: Nur passives Mitsummen. Manche wiederholen die Wörter nur halbherzig oder nuscheln. Trainierst du nicht wirklich? Lösung: Sprich laut und deutlich mit, auch wenn es ungewohnt ist. Deine Zunge muss arbeiten, nicht nur dein Ohr. Fehler 3: Zu lange Sessions. 30 Minuten Vollgas gleich am Anfang sind zu viel. Die Konzentration bricht ein und du fühlst dich erschöpft. Lösung: Lieber 5-10 Minuten täglich, Konsistenz ist wichtiger als Länge. Fehler 4: Perfektionismus. Viele stoppen ständig, weil sie jedes Wort perfekt treffen wollen. Das zerstört den Fluss. Lösung: Lass Fehler zu. Shadowing lebt vom Rhythmus, nicht von 100% Perfektion. Fehler 5: Immer dasselbe Material. Wenn du wochenlang nur ein Audio benutzt, wird es langweilig. Lösung: Wechsle regelmäßig, aber bleib lange genug bei einem Audio, um echte Fortschritte zu spüren. Wenn du diese Fallen vermeidest, wird Shadowing nicht zur Belastung, sondern zum kraftvollen Sprachworkout. Es geht nicht darum, perfekt zu imitieren, sondern darum, Ohr und Mund in Einklang zu bringen. Denke daran, besser regelmäßig, laut und entspannt üben, als selten, lang und frustriert. Shadowing wirkt stark für sich allein, doch seine volle Kraft entfaltet es, wenn du es mit anderen Lernmethoden kombinierst. Mit aktivem Zuhören. Bevor du eine Passage shadowst, höre sie aktiv ein paar Mal. Achte bewusst auf Schlüsselwörter, Satzmelodie und Betonung. So bereitest du dein Ohr vor und beim Mitschwingen erkennst du mehr. Mit Transkriptionen. Lies den Text parallel oder nach dem Shadowing. So siehst du, was du verstanden hast und wo noch Lücken sind. Notiere dir neue Wörter und baue sie in dein Vokabeltraining ein. Mit Spaced Repetition. Wörter, die dir beim Shadowing auffallen, kannst du in Apps wie Anki speichern. So verankerst du sie langfristig. Die Kombination aus Hören, Sprechen und Wiederholen macht dein Gedächtnis doppelt stark. Mit eigenem Tagebuch. Formuliere nach einer Shadowing-Session ein paar Sätze über das Thema im Tagebuch. So wendest du die Strukturen aktiv an, nicht nur im Nachsprechen, sondern auch im freien Schreiben. Mit Partnerübungen. Sprich die gelernten Phrasen mit einem Tandempartner oder Lehrer nach. Das gibt dir sofort Feedback und bringt dich näher an echte Kommunikation. Das Besondere am Shadowing ist, es ist flexibel. Du kannst es mit fast jeder Lernmethode kombinieren. Es verstärkt das Hören, das Sprechen, das Erinnern und das Schreiben zugleich. Fazit: Shadowing ist kein Ersatz für andere Methoden, sondern ein Verstärker. Es beschleunigt, vertieft und macht deine Praxis lebendiger. Wenn du es geschickt einbaust, entsteht ein ganzheitliches Training, das dich schneller zum fließenden Deutsch bringt. Shadowing ist mehr als eine Lerntechnik. Es ist ein Sprachworkout. So wie ein Sportler Muskeln trainiert, trainierst du beim Shadowing dein Ohr, deinen Mund und dein Gehirn gleichzeitig. Es zwingt dich, schnell zu reagieren, den Rhythmus des Deutschen aufzunehmen und Wörter automatisch abrufbar zu machen. Am Anfang fühlt es sich chaotisch an, aber genau dieses Chaos ist das Training.
Die wichtigsten Punkte im Überblick. Starte mit kurzen, klaren Audios. Sprich laut und bleib im Rhythmus, auch wenn Fehler passieren. Trainiere regelmäßig, lieber 10 Minuten täglich als eine Stunde einmal pro Woche. Nutze Transkriptionen, Aufnahmen und andere Methoden, um Shadowing zu verstärken. Sieh kleine Fortschritte als Sieg, denn jeder Satz, der flüssiger wird, ist ein Schritt Richtung Sicherheit. Mit der Zeit wirst du merken, dein Deutsch klingt natürlicher, du sprichst flüssiger und du verstehst Muttersprachler leichter, weil dein Ohr an Tempo und Melodie gewöhnt ist. Das Beste ist, Shadowing kostet kaum Zeit. Du kannst es in deinen Alltag einbauen, beim Spazieren, Kochen oder sogar auf dem Weg zur Arbeit. So wird es zu einer Gewohnheit, die dich Tag für Tag stärker macht. Also, mach Shadowing zu deinem täglichen Sprachworkout. Nicht als Pflicht, sondern als Spiel. Denn je mehr du im Rhythmus der Sprache mitschwimmst, desto schneller wirst du sie beherrschen. Sicher, gelassen und mit Freude.